Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Thlive Universe Top 1000 Global Ranking, wo wir alle Server miteinander vergleichen, wie es da aussieht mit beliebtester Klasse, also welche Klasse ist am öftesten vertreten in den Top 1000 weltweit auf allen 11 Servern und welche Klasse ist am seltensten vertreten, also im Umkehrschluss die unbeliebteste Klasse von den Top 11.000 sozusagen. 11 mal Top 1000 und diesen Monat eine Besonderheit, weil wir diesen Monat das allerletzte Mal den französischen Server Genesee in diesem Ranking sehen werden. Der Server wird ja mit Totemia verschmolzen, das heißt Totemia wird zwar nicht allzu sehr, aber etwas an Stärke gewinnen im Ranking und Genesee wird halt aufhören zu existieren. Das heißt, danach haben wir dann nur noch 10 Server insgesamt und es wird wahrscheinlich, also ist meine persönliche Vermutung, auch nicht der letzte Server-Merge bleiben. Es gibt immer noch ein paar Server, die sehr stark hinter anderen oder hinter den durchschnittlichen Servern hinterherhinken. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir in der Zukunft vielleicht in den nächsten 1-2 Jahren noch auf 8 Server oder 7 Server sogar runtergehen. Würde auch irgendwo Sinn machen. Lieber mehr Channel auf einem Server als mehr Server und dafür Server, die halt quasi fast, naja gut, tot ist jetzt vielleicht übertrieben, aber naja, schon wie gesagt, wesentlich weniger Aufmerksamkeit bekommen. Aber ist jetzt auch egal, wir gucken uns jetzt das Ranking an. Let's go. Und hier sind wir auch schon, wie immer, zuallererst der Blick auf die rechte Seite, wo wir die 165er haben. Das heißt, das sind alle Spieler, die 165 erreicht haben. Natürlich abzüglich der Master-Leute, muss ich manchmal dazu sagen. Aber ich weiß ja nicht, wie viele Leute auf Master sind, sieht man leider in der Rangliste nicht. Finde ich auch, sollte in der Rangliste gar nicht berücksichtigt werden, aber es ist leider so. Also wenn jemand auf Master geht, sollte in der Rangliste trotzdem das 165 oder mit seinem richtigen Level angezeigt werden, aber egal, ist nicht so und deswegen gibt es immer gewisse Abweichungen. Jedenfalls Stand jetzt, wo ich die Rangliste angeguckt habe, haben wir 898 Leute, 889 Leute, die Level 165 erreicht haben. Letzten Monat waren es noch 547. Das heißt, über 300 Leute haben es geschafft innerhalb der letzten 30 Tage. Und wir gehen schnurstracks auf die 1000 zu. Zugegebenermaßen Level 165 zu erreichen ist auch nicht wirklich schwierig. Die allermeisten Leute, die es noch nicht erreicht haben, haben es wahrscheinlich hauptsächlich deswegen nicht erreicht, weil sie es gar nicht probiert haben. Und von dem her muss man jetzt auch dazu sagen, es ist jetzt nicht so das krasseste Achievement, weil es halt wirklich nur diese 5 Level sind. Und wenn man es wirklich drauf anlegt, kann man es halt in relativ kurzer Zeit schaffen. Nur ist es halt so, dass man eigentlich kaum Vorteile davon hat. Also sehr begrenzte Vorteile, kann man wirklich sagen. Genau. Ansonsten hat sich zum ersten Mal hier was geändert. Tatsächlich, Flarin war immer unser roter Server hier mit den niedrigsten Level 165er Charaktern. Heute waren es erstaunlicherweise plötzlich 9. Letztes Mal waren es noch 0. Genau. Also das hat sich ein bisschen geändert. Keine Ahnung, was passiert ist. Und, ach nee, Entschuldigung. Genau, Flarin ist nicht mehr der schlechteste Server. Und jetzt ist der japanische Server der schlechteste Server. Hat sich auch irgendwie falsch angehört. Auf jeden Fall, ja, kleiner Switch, wobei es wie gesagt relativ egal ist, weil Genesee und Flarin haben 10 und der japanische hat jetzt 9. Ich meine, das ist alles fast das gleiche, kann man sagen. Es ist alles 3 ziemlich schlecht und wie gesagt, der französische Server wird jetzt eben mit Totemia fusioniert und ja, Totemia wird jetzt nicht allzu krass an Stärke gewinnen. 10 Leute auf 165 und Eintrittslevel in die Top 1000 auf dem französischen Server. Die schlechteste weltweit oder die niedrigste weltweit mit nur Level 128, muss man sich mal reinziehen. Level 129 kann man wahrscheinlich locker in 30 Tagen auf jeden Fall und vielleicht sogar wenn man es wirklich drauf anlegt, mit Cash-Shop, mit allem, was geht, könnte man es wahrscheinlich auch in 2 Wochen schaffen oder in 3 Wochen. Also es ist schon ziemlich niedrig, also dass das Eintrittslevel ist nach über 2 Jahren. Ich meine, man sieht hier, der Server ist zum gleichen Zeitpunkt gestartet wie Mashpoi, Totemia, Burudeng. Also das ist schon wirklich sehr, sehr schlecht. Genau. Aber ja, so viel dazu. Ansonsten ist ja nicht allzu viel passiert. Ich meine, LaWolf ist hier mit der Spitzenreiter mit den 223 Leuten auf Level 165. Was mir auch noch aufgefallen ist, ein bisschen merkwürdig. Letzten Monat hatten wir bei Mashpoi 96 Leute auf 165, diesen Monat 97. Also ich behaupte mal, es gab wahrscheinlich doch mehr Leute, die 165 auf Mashpoi erreicht haben. Aber anscheinend habe ich gerade einen schlechten Zeitpunkt erwischt, wo wohl sehr viele Leute auf Master Quest sind. Was ich mir fast nicht vorstellen kann. Es müssten so 20 oder 30 Leute plötzlich sein. Aber wie gesagt, kann halt passieren. Wollte ich hier dazu sagen, weil es in dem Fall tatsächlich mal etwas außergewöhnlich ist, dass es so viele Leute sind. Aber ja.
Genau, dann gucken wir hier links auf unsere Tabelle und hier haben wir die Verteilung, die Klassenverteilung. Grün bedeutet wie immer, dieser Server hat die meisten Klassen, die meisten Charakter der Klasse, also die Klasse ist dort am stärksten vertreten, und Rot bedeutet am schwächsten vertreten. Und wir haben dieses Mal auch eine kleine Besonderheit, weil wir haben eigentlich überall, also bei jeder Klasse, eine relativ gute Verteilung. Das heißt, wir haben keinen Server, der jetzt wirklich extrem überwiegt, außer einem, und zwar La Wolf, aber im positiven Sinne. Und ich finde mal, die grünen Felder sind nicht so schlimm wie die roten. Also ich finde, wenn jetzt hier ein Server zum Beispiel 5 rote Felder hätte, würde das bedeuten, dass er bei 5 Klassen extrem schlecht vertreten ist. Und letztendlich würde das bedeuten, dass nur 2 Klassen dort gespielt werden oder am meisten gespielt werden. Und ich finde immer, die grünen Felder, außer Ringmaster natürlich, Ringmaster will man nicht so viele haben, bedeutet quasi, okay, hier haben wir viele Charakter, die eben keine Ringmaster sind und von anderen Klassen, die vielleicht auf anderen Servern gar nicht so stark vertreten sind. Also ein gutes Beispiel hierfür wäre jetzt zum Beispiel Jester, weil Jester sowieso recht schwach vertreten sind auf allen Servern. Und dann kannst du halt sagen, okay, wir haben sehr viele Jester, aber das ist ja nicht schlecht, weil wir haben ja nicht, also zu viel gibt es ja eigentlich nicht, außer wie gesagt von Ringmastern. Und damit ist es eigentlich eher was Gutes. Also wenn es, also zu viele grüne Felder gibt es quasi nicht. Und ansonsten, wie gesagt, haben wir überall eigentlich immer nur 2 rote oder generell nur 2 Extremwerte sozusagen. Also ist tatsächlich relativ oder sehr gut ausgeglichen. Also Burudeng hatte oft auch schon 4 Felder. Dieses Mal haben wir nur 2. Also das meine ich damit letztendlich. Genau. Und ja, welche Klasse ist diesen Monat die unbeliebteste Klasse? Es ist weiterhin der Jester auf Platz 8. Dicht gefolgt oder auch weniger dicht gefolgt, je nachdem wie man es sieht, sind 111 Charakter mehr. Ist Psykeeper auf Platz 7. Elementor wieder über 100 mehr. Ist auf Platz 6. Dann haben wir Bill Poster auf Platz 5. Knight auf Platz 4. Blade auf Platz 3. Ranger auf Platz 2. Und wie immer Ringmaster auf Platz 1. Aber ich finde nach wie vor Ringmaster auf Platz 1 zählt nicht. Also der echte Platz 1 ist so gesehen Ranger. Weil, ja, dass er die zweitbeliebteste Klasse nach Ringmaster ist. Und Ringmaster müsste man minimal halbieren. Wahrscheinlich sogar noch stärker. Aber egal. Jedenfalls, ja, hat sich da nicht viel geändert, ist klar. Mit der Fusion von dem französischen Server und Totemia könnte sich ein bisschen was ändern. Habe ich mir jetzt so genau gar nicht angeguckt, was da so für Extremwerte sind. Elementor würde tatsächlich steigen wahrscheinlich. Also erstmal wird es natürlich alles sinken um 100 natürlich, aber langfristig wäre es für Elementor tatsächlich gut, weil der französische Server sehr wenige Elementoren hat. Für Knight wäre es gut, weil er auch sehr wenige Knights hat und der tatsächlich keinen grünen Wert. Also, ja, tatsächlich wäre es überwiegend wahrscheinlich sogar positiv. Sie haben sehr viele Ringmaster mit 365. Burudeng zum Vergleich hat 273, das sind fast 100 Ringmaster weniger. Also eigentlich muss man tatsächlich sagen, wenn diese 4 Server hier unten wegfallen würden und Rises, also alle Server, die so viele Ringmaster haben, wäre eigentlich besser, wenn sie nicht im Ranking wären, weil dann würde man noch mehr Verteilung auf die anderen Klassen sehen. Aber wenn es zumindest einmal ein Server wegfällt, der so extrem viele Ringmaster hat, ist es eigentlich tatsächlich wirklich eher positiv zu sehen. Genau, müssen zwar mindestens 2 Monate warten, bis wir die Veränderung dann wirklich sehen. Aber spätestens dann, wie gesagt, Elementor und Knight werden dann auf jeden Fall eher einen Zuwachs haben. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder für heute. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich finde es auf jeden Fall mal sehr interessant, diese Daten auszuwerten. Ich meine, man kann jetzt auch nicht so ultra viel davon ablesen, muss man ganz klar sagen. Ich habe es ja auch neu eingeführt, vielleicht habt ihr es schon gesehen, meine Server-Rundschau, wo ich tatsächlich auf die Server gehe und mir zumindest angucke, okay, wie sieht es dort in Flares aus und wie viele Items sind dort in den Shops. Natürlich ist es auch immer nur eine kleine Stichprobe, wo ich halt einmal zu einer gewissen Uhrzeit einfach online gehe und das halt nachschaue. Ist natürlich absolut nicht repräsentativ und kann man nicht zwingend auf die Spielerzahlen übertragen. Aber wir haben tatsächlich sehr viele Gemeinsamkeiten oder sehr viele Sachen, die man eben auch von der Rangliste abliest, dort ablesen können. Und wenn es in der Rangliste so wirkt und in-game auch, dann hat man schon mal 2 starke Indizien, wo man dann halt schon ein bisschen was ableiten kann. Wie gesagt, die letztendlichen tatsächlichen Spielerzahlen, die werden wir niemals erfahren, die kennt nur Gala. Aber trotzdem, wie gesagt, sehr interessant und diese beiden, sag ich mal, Methoden zur Erfassung der aktiveren Server, der beliebtesten Klassen und so weiter haben wir jetzt eben oder habe ich eben und werde ich euch auf jeden Fall mal up to date halten.
Mit der Server-Rundschau werde ich zwar nicht jeden Monat machen wie das Ranking. Das Ranking wird weiterhin jeden Monat kommen. Server-Rundschau habe ich schon gesagt, wahrscheinlich 2, 3, höchstens 4-mal im Jahr oder so. Also alle paar Monate mal gucken. Zum Beispiel jetzt auch, wenn der französische Server dann weg ist, das ist ja dann erst Ende Februar, das heißt erst im März wieder. Da könnte ich es dann wieder machen, zum Beispiel so Mitte, Ende März oder so. Da wird es sich vielleicht nochmal anbieten. Auf jeden Fall vor FEC, weil wenn der FEC-Server startet, dann braucht man sich nicht die Aktivität auf den normalen Servern angucken, weil die ist dann natürlich katastrophal. Aber ja, so oder so sage ich, wie gesagt, nochmal danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Fly Universe Video wieder. Schaut auch im Livestream vorbei, Twitch-Link in der Videobeschreibung für tägliche Fly Livestreams. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.